Hallo, heute sind wir im Wuppertaler Zoo. Ja, hier haben wir was Besonderes, nämlich eine Nachzucht unserer ägyptischen Landschildkröten. Ich wollte jetzt mal mir die genau angucken, wir gelegentlich mal ein bisschen genauer angucken, Gesundheitszustand kontrollieren. Die ist jetzt auch schon fast 4 Monate alt, also wenn die schlüpfen, wiegen die gerade mal 8 Gramm und die züchten wir jetzt auch ziemlich regelmäßig nach. Wir haben auch gerade 5 Eier wieder im Inkubator und die hat auch noch ein Geschwistertier, was in der Schau ist, auch im Besucherbereich zu sehen ist. Die sind hoch bedroht, die Arten. Das liegt daran, dass die früher im großen Stil in Ägypten abgesammelt worden sind und dann auch in deutschen Zooläden zu kaufen waren. Die haben früher 5 Mark gekostet in der Größe, dann hat man die nach Hause geholt und dann eigentlich tot gepflegt, muss man sagen, weil die eine spezielle Beleuchtung brauchen. Die brauchen sehr warmen, hohen UV-Anteil, UVB-Anteil. Und man hat die auch immer falsch gefüttert, ne, mit Obst und so weiter, obwohl die Tiere sich eigentlich eher von trockenen Kräutern ernähren. Deswegen sind die in der Wildbahn eigentlich fast ausgestorben, hoch bedroht. Und wir züchten hier relativ erfolgreich. Unsere Tiere sind auch aus einer Beschlagnahmung. Die Tiere wurden illegal gehalten und sind dann hier ins Wuppertal gekommen. Und seitdem haben wir da auch regelmäßig einen Zuchterfolg. Ja, hier haben wir eine grüne Baumeidechse. Das ist ein Tier, was in Tansania auf Bäumen lebt. Das ist allerdings jetzt ein Baby, beziehungsweise schon ein jugendliches Tier. Als Babys wiegen die gerade mal 4 Gramm. Und man sieht hier, dass der Schwanz extrem lang ist. Der Schwanz macht also 2/3 der Körperlänge aus. Und das Besondere an denen ist, die sind relativ spät entdeckt worden. Man weiß auch noch gar nicht so viel über die Tiere in der Wildbahn. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir aus der Nachzucht des Zoos in Wien Schönbrunn Tiere bekommen haben. Und die haben sich hier zum Glück auch direkt fortgepflanzt. Die Tiere leben also nur in so einem ganz kleinen Gebiet in Tansania. Und wie gesagt, man weiß noch nicht viel über die. Was ich jetzt feststellen kann, die Tiere sind bissig. Ne? Man sieht, die beißen sich hier fest, aber das tut bei denen noch nicht weh. Und die machen sich jetzt richtig gut. Ich check nochmal kurz den Gesundheitszustand und dann kann die auch gleich wieder in Ruhe da rein. Da haben wir jetzt die ersten 2 Nachzuchten, die jetzt hier zu sehen sind und hoffen wir dieses Jahr eigentlich auch noch auf mehr. Also eine ganz besondere eine Besonderheit, weil die halt so selten in der Natur sind, auch in Zoos noch ganz selten sind. Ach, kommen wir jetzt wieder rein. Ja, hier haben wir jetzt unsere Rauschschuppenpythons. Da wollte ich mir auch nochmal das Tier genau angucken. Wir checken halt gelegentlich den Gesundheitszustand und das ist was Besonderes. Die Tiere sind erst ganz spät entdeckt worden. Ich glaube 2004 sind die erst in Australien entdeckt worden. Die gibt es nur in so einem ganz kleinen Gebiet in Northwest Territorium im Norden Australiens. Und da sind dann einige Tiere geschmuggelt worden, die sind dann am Frankfurter Zoll beschlagnahmt worden und die Tiere sind dann aufgeteilt worden, sind dann in den Wuppertaler Zoo gekommen und auch in den Kölner Zoo und unsere Tiere vermehren sich hier schon recht gut. Wir haben jetzt Nachzuchten vom letzten Jahr, das sind diese Tiere hier und auch noch vom Vorjahr, die wir jetzt auch alle an andere Zoos abgeben, da verteilen, um da eine große Population aufzubauen. Das ist eine Pythonart, also eine Würgeschlange, also eine ungiftige Schlange, aber das ist jetzt kein Python, der so groß wird. Die meisten Pythons sind eigentlich unter 3 Meter. Es gibt eigentlich nur 5 große Pythonarten und die meisten sind eigentlich relativ klein. Und die werden jetzt als Erwachsene vielleicht so 1,80 Meter Größe erreichen. Und das Besondere an denen ist, wie der Name schon vermuten lässt, die haben gekielte Schuppen, also die Schuppen stehen so nach oben und dadurch haben die so ein ganz raues Gefühl, wenn man die anfasst. Und man sieht hier, das Tier hat sich super entwickelt, ist jetzt für das Alter auch schon recht groß, die fressen also sehr gut. Am Anfang haben die immer so ein bisschen Startschwierigkeiten, weil die sich in der Natur wahrscheinlich von ganz kleinen Echsen ernähren, aber genau weiß man das noch nicht. Man muss die jetzt dann so langsam an diese Mäusenahrung, die wir hier im Zoo anbieten, gewöhnen. Aber das hat alles super geklappt und die Tiere wachsen und gedeihen und können jetzt bald an andere Zoos abgegeben werden. Ja, ist aber alles perfekt, dann kann die auch schon wieder rein.
Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.